Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Heute haben wir für euch ein wenig ein anderes Video. Wir haben die Sachen, die wir beim Offroad-Trainings, also bei den Offroad-Trainings und den Workshops gelernt haben, so ein bisschen zusammengetragen. Ja, das ist unsere persönliche, individuelle Meinung, so wie wir das empfinden und das wir auch wiedergeben möchten. Genau, wir wollten das einfach mal ein bisschen festhalten, auch für uns, weil man verlernt das ja immer ganz schnell wieder. Und wenn man das dann mal auf Video hat, dann kann man da auch immer mal wieder schauen. Damit ihr auch da einen Mehrwert von habt, haben wir das Ganze in 7 Kapitel eingeteilt. Und diese 7 Kapitel, da haben wir auch Sprungmarken gesetzt. Das heißt, ihr könnt dann auf jedes Kapitel direkt zugreifen, wenn ihr sagt, das gefällt mir, das möchte ich mir ansehen oder vielleicht auch noch mal ein zweites Mal ansehen. Dann ist das über die Sprungmarken ganz leicht zu machen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Bevor es nun ins Gelände geht, sollte man im Vorfeld schon einiges klären bzw. erledigen. Thierrys Lieblingsbeschäftigung, die Trittbretter vor jeder Offroad-Fahrt zu entfernen. Und Basics wie Kühlflüssigkeit, Bremsbeläge, wie sehen die aus, Öl und so weiter, sollte man vorher noch einmal schauen. Und nicht vergessen, auch voll tanken, bevor es ins Gelände geht. Lose Teile im Auto sichern, den Reifenluftdruck je nach Beschaffenheit des Geländes ablassen. Die Steckdose abzukleben ist auch immer sinnvoll, dass dort kein Schmutz hineingelangt. Vor der Geländefahrt das Nummernschild entfernen. Das ist auch sehr wichtig, denn wenn man das verliert, dann hat man ganz schön viel Ärger. Und für die Cineasten unter uns, Kameras einstellen. Ja, wir haben noch 4 Windabweiser, also für jedes Fenster ein Windabweiser angebracht. Die sind hervorragend, auch im Gelände, weil man dann das Fenster einfach schon mal so ein Stückchen aufmachen kann, ohne dass einen da Äste reinschlagen. In Albanien haben wir die Windabweiser sehr zu schätzen gelernt. Über Kuppen sollte man nicht einfach so fahren, ohne dass man weiß, was dahinter ist, denn auch wenn am Vortag noch alles in Ordnung war, muss das an diesem Tag nicht mehr sein. Generell immer Ruhe bewahren und mit Geduld klappt vieles viel besser, wie der Peter hier wunderbar demonstriert. Hier kann man sehr schön beobachten, dass er immer anhält, bevor er sich festfährt und sich dann wieder zurückrollen lässt, um dann in einem erneuten Versuch zu schauen, wie weit er kommt und bevor er wieder sich festfährt, wieder zurück und dann nochmal aufs Neue mit ein bisschen mehr Schwung und hoch. Im Gelände sind wir immer mit Untersetzung gefahren. Die Differentialsperre haben wir hier in Peckwitz nur ein einziges Mal gebraucht. Die haben wir also nur dazu geschaltet, wenn sie notwendig war. Ich habe mir im Gelände immer ganz gerne die Anzeige so eingestellt, dass ich im Display sehe, wie die Räder stehen. Denn gerade wenn man im Schlamm fährt, also ich verliere vollkommen die Orientierung, wo meine Räder stehen. Und ja, das ist das doch eine einfache Sache. So sehe ich immer genau, wo ich bin. Das heißt, Einweisen funktioniert deutlich besser einfach nur über Handzeichen. Das setzt natürlich voraus, dass man sich vorher auf eindeutige Handzeichen einigt. Dann mache ich eben so, zwar nicht nur so ein bisschen so, weil das kann man im Schneegestöber vielleicht auch nicht mehr sehen oder bei starkem Regen, wenn der Scheibenwischer auf Stufe 3 läuft, sondern wirklich deutlich auf mich zukommen, kann dann eben gucken, wo der lang rollt und manchmal, also es ist ja meistens in so Situationen, wo dann Steine da liegen, Felsen sind, Baumstümpfe, wo ich ihn so ganz knapp mit den Reifen möglichst dran vorbei rollen lassen muss oder je nachdem, da kommen wir irgendwie heute auch noch mal dazu, manchmal muss man auch so einen Baumstumpf extra unter das Rad nehmen, weil man mit der Achse vielleicht nicht drüber kommt. Das heißt, das eine ist eben das Zeichen, komm auf mich zu, fahr auf mich zu. Und das andere ist dann, in welche Richtung soll er lenken. Und ich mache es immer so, dass ich immer erst anzeige, in welche Richtung gelenkt werden soll und dann das Auto rollen lasse. Und dann halte ich das Auto wieder an, dann korrigiere ich die Lenkung und dann lasse ich ihn wieder rollen. Lenken ist auch ganz einfach. Das heißt nicht irgendwie, ich zeige ihm ein L für links oder was für rechts, sondern ich zeige ihm an, in welche Richtung seine Räder eingeschlagen werden sollen. Weil das ist vorwärts wie rückwärts völlig egal dann, wenn er kommt. Das heißt, ich zeige ihm an, in die Richtung lenken oder in die Richtung lenken. Manchmal auch nur so ein bisschen nach da oder eben voll einschlagen.
in diesen Bewegungen könnt ihr auch so ein bisschen variieren. Also wenn er so kommt, ne, so ein bisschen mehr da fahren, ja, weiterkommen, weiterfahren, okay, jetzt geradeaus und jetzt voll in die Richtung einschlagen und weiterrollen. Dann lasse ich das Auto auf mich zukommen, ich bleibe in der Zeit stehen. Niemals im Gelände rückwärts gehen. Ja? Ihr seht schon, was hier liegt irgendwie. Ich sehe es nicht. Ich stolper, lege mich hin, ist für mich der Urlaub vorbei. Ich gegenseitig sehen können. Beim Vorwärtsfahren ist das nicht ganz so dramatisch. Beim Rückwärtsfahren ist so, dass ich als Einweiser hinter das Auto gehe und das Auto wieder auf mich zufahren lasse. Dann muss ich mich aber so hinstellen, dass ich im Außenspiegel des Autos den Fahrer sehen kann. Und umgekehrt. Und für den Fahrer ist es wichtig, dass der Fahrer langsam lenkt. Weil sonst ist es zu schnell, da muss ich zu schnell jetzt korrigieren hier. Ja? Im Laufe des Rollens hat er dann wieder gerade gelenkt. Das darf der Fahrer nicht machen. Der Fahrer darf nur noch das machen, was ihm der Einweiser zeigt. Hier ist es jetzt relativ unkritisch, aber stellt euch vor, hier wären große, scharfe und spitze Steine, die kann der Fahrer selber nicht mehr sehen. Von außen kann ich die sehen und wenn ich ihm dann sage, er soll bitte weiter eingeschlagen bleiben, damit er mit seiner Reifenflanke gerade an diesem scharfen Grat gut vorbeikommt, dann muss er das eben auch machen. Stahlschäkel habt, hier sind ja Schraubverbindungen drin. Man steckt die rein, man schraubt die zu. Ne? So. Und dann eine halbe Umdrehung mindestens aufmachen. Ist das zugedreht, ihr zerrt da mit 4 Tonnen dran, dann gehen auch die eine innige Verbindung ein und ihr fahrt dann dauernd mit dem Ding am Auto durch die Gegend. Das sieht auch doof aus. Die Softschäkel, ich finde sie halt deutlich praktischer. Hier, der hat glaube ich, müssen, ist das ein 12 Tonnen oder 9? Weiß nicht. Steht auf, müsste eigentlich drauf sein. Mittlerweile. Das ist glaube ich noch ein alter, das stand jetzt drauf. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Das ist hier so eine Schlaufe, das kannst du rausziehen, machst den Knoten da durch. Und dann schiebst du das wieder so ein bisschen zu. So. Hier, 12 Tonnen. Ja. Und hier haben wir jetzt 12 Tonnen Zug. Was jetzt? Das ist jetzt aber Da hat auch jemand ganze Arbeitssteuer schlechter Vergleich, geleistet. weil ich glaube, da hat jeder einen Monk, wenn er so eine Lichterkette irgendwie aus der Tüte zieht. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, das Bergematerial für den Einsatz vorzubereiten. Das sieht super aus. Okay. Die sagen, ich bin bereit oder stopp. Ich bin bereit heißt zweimal gut. Das heißt, ich setze mich ins Auto, wir haben alles dran gemacht, alles festgemacht. Er macht das Auto an, ich mache das Auto an. Ganz wichtig, das Auto, das zieht. Schaltung auf neutral, gerade bei den Automatikautos, nicht in P stellen. Ihr zieht in die Parkbremse von dem Getriebe rein, dafür ist die nicht gebaut. Ne, wenn ihr nicht richtig mit dem Fuß auf der Bremse steht, dann zieht ihr euch daran und ihr macht euch das Getriebe kaputt. Also Beilhebel immer auf neutral, beim Schaltwagen auf den Leerlauf. Dann ist es ratsam, schon mal vielleicht die Grunddrehzahl etwas anzuheben, damit die Lichtmaschine mehr Strom produziert. Das heißt, ich habe auf neutral, ich habe meinen linken Fuß auf der Bremse und den rechten auf dem Gas. Und dann gehe ich irgendwie so Richtung 2.500, 3.000 Umdrehungen.
hupe ich zweimal, er hupt auch zweimal und dann fange ich an zu winschen. Und nicht map, 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 sondern drücken, halten. Bis ich irgendwas sehe, wo ich denke, entweder A, er ist frei oder B, das sieht aber scheiße aus oder das hört sich scheiße an. Dann höre ich auf zu winschen, hupe lange. Sitzt er in dem Auto und denkt plötzlich, Mensch, das hört sich aber scheiße an, dann hupt der lange und ich höre auf zu winschen. Lange hupen ist immer Abbruch, grundsätzlich. Zweimal hupen ist Start. Im Regelfall würde ich sagen, ihr macht den kleinen ersten Gang rein und arbeitet ein bisschen mit. Das wird jetzt heute nicht passieren. Ja, nicht, nee. Erstmal kann er nicht mitarbeiten. Wenn du dich selber winschst, ist es genau das. Du machst den ersten Gang rein. Dann gehst du mit der Drehzahl nicht so, weil die Räder dann viel zu viel durchdrehen würden, sondern du gibst so ein klein bisschen Gas, dass die Räder einmal so mitarbeiten und die Winde ein bisschen unterstützen. Wenn das Auto dann frei ist, müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Das häufigste, was passiert ist, das Auto ist frei, die Leute fahren vor und halten den Knopf auf der Winde. Jetzt läuft das Seil, so schlapprig wie das ist, irgendwie hier rein. Das ist nicht gut. Wenn das Auto frei ist, aufhören zu winschen. Und dann kann ich noch so einen Meter vorfahren und dann muss ich aber auch stehen bleiben, damit ich mir nicht selber über das Windenseil drüber fahre. Weil wenn sich das irgendwie mal um so ein Rad rumwickelt, das sind halt Bremsleitungen und andere elektronische Sachen, das ist halt alles nicht cool. Und dann ist quasi die Windsituation beendet. Dann ist wieder abbauen, dann ist einpacken, das ganze Klimbim. Und dann so das Letzte, was man eigentlich macht, ist, wir führen das Windenseil ins Auto wieder zurück. Der Haken immer von unten reinmachen soll. Wenn der Haken bricht, würde er nach unten wegschlagen. Hier ist das Rauswinschen relativ einfach, da sich beide Fahrzeuge auf einer Linie befinden. Wenn das nicht der Fall ist und man das zur Verfügung hat, einen Baumgurt und eine Umlenkrolle, dann kann man sich auch damit behelfen. Wenn man rausgewinscht wird, dann muss man die Räder immer in die Richtung einschlagen, in der man gezogen wird. Ansonsten hat man hier gesehen, was passiert. Ja, zu wenig Gas. Oh, ist gut. Warum ist er jetzt noch ein Stück zurückgefahren? A, damit er mit den Rädern berghoch steht, Ja? sonst zieht er ihn weg. Und B, haben wir jetzt die Winde ungefähr einen halben Meter tiefer gebracht und den Winkel verbessert. Ah, okay. Also den Winkel verbessert durch das Tieferlegen und die Räder werden jetzt nicht weggezogen. Genau. Alles klar, gut. Also der Abzuschleppende setzt jetzt den Rückwärtsgang ein und hilft ein ganz bisschen mit im Standgas. Und er ist im Leerlauf da hinten. Sehr wichtig, nicht nur für alle Beteiligten, sondern auch für alle Umstehenden ist es, immer Abstand beim Winschen zu halten, denn es könnte immer was passieren. Keiner fährt. Ich bin hinter deinem Auto. Ja. Okay. Ja, wir warten erstmal, ob sie nicht frei ist so ein Hebel hier, ne? Ja, hier ist so ein Hebel, den müssen wir querlegen. Und jetzt hat das Getriebe, mal abgesehen davon, dass hier so ein bisschen Verkabelung im Baum ist, hat das Getriebe, jetzt kann man den nicht mehr rausziehen. Nach dem Winschen wird das Seil wieder herausgezogen. Achtung, immer eine Lage auf der Winde lassen, um es dann wieder ordentlich hineinzuführen. Und jetzt gibt es eine Zeichensprache mit ihm, ich weiß nicht, ob er die kennt. Du guckst nur ihn an. Er zeigt dir, was du machen musst. Du machst jetzt so, das heißt Winde rein. Jetzt zieht er, kannst du die Hände wieder wegnehmen, er zieht so lange, bis du das durchsteigst. Jetzt ziehst du die Zehen sauber rechts links raus. Jetzt, wenn kurz vor Ende ist, dann zeigst du ihm den Haken, dann weiß er, da ist nicht mehr viel. Nee. Da kommt er. Ja. So. Und jetzt kannst du ihn mal weiter. Macht er schon langsamer, weil er weiß, es geht zu Ende. Geht jetzt so steil den Hang runter, aber da unten ist der geile Strand. Und ich denke, gut, fahren kann ich es nicht. Lasse ich mich einfach mit der Winde runter und fahre dann rückwärts und lasse mich mit der Winde ab. Geniale Idee. Das wäre nicht zu empfehlen, dafür sind sie nicht gebaut. So funktionieren die Bremsen da dran einfach nicht. Ja, also nicht in die andere Richtung. Genau, es gibt, glaube ich, Winden, die das auch können. Das sind aber so Trophy-Winden mit einem besonderen Getriebe drin. Ne? Das mag sein. Die haben dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Bremse. Genau, das ist nichts Allgemeingebräuchliches. Diese Winden sind tatsächlich nur auf Zug zu beanspruchen. Vorne, wenn ihr nicht so viel Gewicht habt hinten, wird sich hinten das Rad vielleicht leicht heben. Dann fahrt ihr noch weiter rein und irgendwann steht
das rechte vordere und das linke hintere Rad auf dieser Kante und das Auto wippt so auf dem einen Vorderrad. Wenn ihr dann Schiss kriegt und in die Bremse steigt und das Auto kriegt nochmal so einen kleinen Impuls dadurch, dann war es das, dann rollt ihr darunter. Bedeutet also, bevor wir in so eine Gefällestrecke einfahren, stellen wir uns möglichst gerade davor. Das ist auch das Ähnliche, was ich euch vorhin gesagt habe bei dem Spurwechsel. Ja, da sind ja immer diese beiden Spuren und ich mache das total gerne, da hin und her zu fahren. Aber man muss darauf achten, dass man möglichst einen stumpfen Winkel findet, um gerade die Böschung runterzufahren und unten erst wieder die Kurve zu machen. Genauso ist das hier bei der Einfahrt in so einem Gefälle. Nur ein Rad, was sich dreht, kann auch eine seitliche Führungsaufgabe übernehmen. Das heißt, wenn ihr mal lenkt und wenn das die Hinterachse rollt und die Räder drehen sich, dann bleibt das Auto auch in der Spur. Jetzt ist es aber so, bei den Automatikautos müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen dazu bremsen. Das bedeutet, die Vorderachse ist aber sehr stark belastet, weil die liegt ja unten. Das ganze Gewicht hängt eigentlich auf der Vorderachse. Und wenn ihr jetzt leicht bremst, dann könnte es sein, dass die Hinterräder einfach rucki-zucki blockieren. Dann rollen die aber nicht mehr und haben eben auch keine Seitenführungskraft mehr. Und was dann passieren kann, ist, dass euer Heck ausbricht. Sollte es dazu kommen, müsst ihr Gas geben. Gerade auslenken. Einfach rollen. Das kostet einiges an Überwindung, ohne zu bremsen hier herunterzufahren. Das heißt reinfahren und zügig weiterfahren und immer dafür sorgen, dass die Räder schön rollen. Wenn sie durchdrehen, dann müsst ihr abbrechen. Ja, nur in den wenigsten Fällen schafft ihr es dann an so einer Stelle dann doch nochmal drüber zu kommen und dass das Auto wieder beschleunigt. Wichtig ist auch, dass man erst langsamer wird, sobald auch die Hinterachse über der Kuppe drüber ist. Rein instinktiv bremst man ab, sobald der Popo oben ist, aber dann könnte man je nach Beschaffenheit des Untergrundes sehr schnell hängen bleiben. Stöpsel rausziehen. Ganz ehrlich, das allererste, was man machen sollte, ist zu überlegen, Ob es nicht einen anderen Weg gibt. genau, gibt es vielleicht einen anderen Weg, auch mit einem Umweg? Weil das sind keine Boote, das sind Autos. Ich fasse das Ganze für uns einmal zusammen. Leider haben wir noch keine Fahrszenen durch Wasser, da wir Punkt 1 bisher immer beachtet haben. Im Vorfeld muss man natürlich auch schauen oder auch wissen, wie hoch ist die Watttiefe meines Fahrzeuges. Auch hier gilt natürlich wie bei allen Offroad-Situationen immer Ruhe bewahren, sich Zeit lassen. Auch mal schauen, was machen denn die Einheimischen, weil die kennen sich ja meistens recht gut aus. Wenn nun eine Umfahrung nicht möglich ist und auch keine Einheimischen in der Nähe sind, dann wird man sich wohl auf den Weg durch das Wasser machen müssen. Und zwar beachten, das Auto hat ja 2 Spuren, in der einen Spur würde man dann hinlaufen und in der anderen zurücklaufen. Eine heftige Diskussion entbrannte, was man denn dabei an- oder auszieht. Bevor man sich nun mit dem Fahrzeug durch das Wasser wagt, muss man den Motor abkühlen lassen, damit es durch den hohen Temperaturunterschied nicht zu Spannungsrissen kommt. Sofern möglich, fährt man schräg gegen die Strömung mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Auf gar keinen Fall schneller werden, weil dann könnte sich eine Bugwelle aufbauen. Das macht man sehr gerne, wenn das rettende Ufer immer näher kommt. Also da besonders darauf achten, immer die Geschwindigkeit beibehalten. Sollte das Fahrzeug aufschwimmen, dann muss man unbedingt eine Tür öffnen, Fenster öffnen, was auch immer, denn der Wagen muss wieder auf den Grund, damit man wieder manövrierfähig ist. Wie bei allen anderen Situationen ist das natürlich nur ein kleiner Ausschnitt an Tipps und Tricks, die wir hier zusammengefasst haben. Ich denke, der erste Tipp, umfahren, ist wirklich auch der sicherste Tipp, denn eine Wasserdurchfahrt kann schon recht tricky sein. Ja, das meiste ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, da braucht man den ganzen Kram auch gar nicht. Wenn ihr ihn braucht, braucht ihr ihn aber sehr dringend. Also Rettungsrucksack, Feuerlöscher und vielleicht zusätzlich noch so eine Rettungsdecke. Wäre jetzt mal so die Grundausrüstung. Bereitlegen, dass man schnell auf die Sachen zugreifen kann. Ja, Tempo ist da wirklich gefragt. Und dann geht es auch deutlich schneller, wenn jeder weiß, was er zu tun hat. Ja? Okay. Bevor wir dann, selbst wenn da jetzt noch Personen drin sind,
bevor wir jetzt hingehen und einfach irgendwie versuchen, die da rauszuholen, müssen wir uns einen kurzen Überblick verschaffen. Geht das überhaupt? Ja, kriege ich da jetzt jemanden raus? Oder würde ich bei dem Versuch, eine Person aus diesem Fahrzeug rauszukriegen, diese Person möglicherweise noch mehr gefährden? Oder würde ich mich vielleicht selber gefährden, weil ich jetzt irgendwie ans Auto gehe und versuche zu helfen? In dem Moment kippt der Wagen auf mich oder wie auch immer. Da ist auch keinem mit geholfen. Deswegen als erstes gucken wir mal, wie können wir das Fahrzeug gegen weiteres umkippen oder wegrutschen sichern, je nachdem wie der Wagen liegt. So, dann hat natürlich die Personenbergung absoluten Vorrang. Die Personenbergung ist tatsächlich immer so ein bisschen, ja, so eine Sache, je nachdem wie gut die Leute ansprechbar sind. Nur bei der Personenbergung haben wir dann gemerkt, da triffst du dann auf Widerstände, hast du gar nicht mit gerechnet. Zum Beispiel, dass die Leute gar nicht richtig ansprechbar sind oder dass sie selber panisch sind, helfen wollen, aber genau das Falsche tun. Zum Beispiel, wenn er jetzt hier auf der Seite liegt und der Fahrer in dem Moment entscheidet, oh, ich schnall mich schon mal ab, dann komme ich ja hier schneller raus. Wenn der sich abschnallt, knallt er nach unten und fällt auf den Beifahrer drauf. Vorsicht, da muss man tatsächlich die Leute ansprechen und wirklich, ne, Leute, die unter Schock stehen, reagieren dann sehr langsam oder auch irrational. Denen wirklich bei jedem einzelnen Schritt ein bisschen Unterstützung bieten. Ne? Jetzt nimmst du mal das Bein hoch, jetzt stellst du mal das Bein nach unten und erst wenn du sicher stehst, erst dann machen wir den Gurtknopf auf. Dann haben wir ja vorher unser Team festgelegt, das heißt wir haben irgendwo so ein Medizin- oder Betreuungsteam, die übernehmen als erstes mal den Job, die Leute dann wegzuführen vom Auto. Die haben meistens die Tendenz, oh Gott, mein Auto und wollen helfen. Das ist aber wenig hilfreich in dem Moment tatsächlich. Sondern die Leute am besten weg vom Auto. In unserem Kopf. Dafür, klar, suchen wir uns ein paar feste Ankerpunkte am Fahrzeug und überlegen uns eine Strategie, wie kriegen wir den Wagen wieder auf die Füße. Häufig ist es so, also wenn er nicht gerade sich irgendwie 7-mal überschlagen hat, häufig ist es so, wenn so ein Auto irgendwie so gekippt ist, dann kriegen wir ihn unter Umständen auch so wieder raus. Also wie er reingekommen ist in die Situation, kriegen wir ihn vielleicht auch wieder raus. Hier ist natürlich ein bisschen nachgeholfen worden. Wir müssen jetzt 2 Bewegungen machen. Zum einen muss er wieder auf die Räder und zum anderen muss er entweder nach da oder nach da raus. Kann jetzt mal einer dafür sorgen, dass die ganzen Zuschauer hier was wollen? Da drüben ist das Team. Wir sind ganz gechillt. Hier sehen wir nun den Einsatz eines Baumgurtes in Verbindung mit einer Umlenkrolle. Hier werden jetzt am havarierten Fahrzeug geeignete Befestigungspunkte gesucht, denn auch bei diesem Fahrzeug gilt, es sollen so wenig wie möglich Schäden durch das Bergen entstehen. Ich muss was trinken. Passt, alles gut. Von uns aus gesehen rechts, gerade nicht im Bild zu sehen, ist das Abschleppseil mit dem Baumgurt und der Umlenkrolle festgemacht und links steht der Jörn mit seinem Wagen und zieht mit der Seilwinde. Der vorher ernannte Chef der ganzen Operation, der gibt dann per Funk genaue Anweisungen, wer wann ziehen soll oder wann jemand wieder loslassen soll. Was man auch beachten darf, kann, sollte, ist, dass zum Beispiel bei der ADAC-Mitgliedschaft ist das Abschleppen nur von befestigten Straßen inkludiert. Also deswegen ist es immer ganz geschickt, wenn man dann irgendwie schaut, dass man wieder auf eine befestigte Straße kommt. So. Ja, ziehen, anziehen. So weiterziehen. Ja, stopp. Stopp. Stopp, weit, stopp. Ja, loslassen. Raus. So, zieh weiter. Okay, stopp.
auch cool, ja, das ist super. Genau, erstmal gucken, ob der Aschenbecher noch funktioniert. Nee, ich muss natürlich gucken, was sonst irgendwie technisch mit dem Auto los ist, bevor ich den überhaupt wieder starten kann. Sonst mache ich unter Umständen mehr kaputt, als eh schon passiert ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, das sind unsere Erfahrungen und unsere Meinungen, die wir hier im Video wiedergegeben haben. Wie bei den Lottozahlen ohne Gewehr. Wenn ihr anderer Meinung seid, auch noch weitere Tipps habt oder so, dann schreibt sie gerne in die Kommentare für einen Austausch. Da freuen wir uns. Wir freuen uns ebenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns auch bald wieder. Bis dann. Tschüss.